Die Ermittlungen nach den Anschlagsplänen auf die Taylor Swift-Konzerte in Wien laufen weiter auf Hochtouren. Jetzt ist eine weitere Person ins Visier der Fahnder geraten. Es handelt sich dabei um einen 18 Jahre alten Mann aus dem Irak, sagte der österreichische Innenminister Gerhard Karner. Der Mann soll aber nicht direkt an den Anschlagsplänen beteiligt gewesen sein. Gegen die beiden Hauptverdächtigen wurde Untersuchungshaft beantragt. Sie wollten vor dem Ernst-Happel-Stadion Taylor Swift-Fans mit Waffen und Sprengstoff töten. Sie sind gerade einmal 15, 17 und 19 Jahre alt. Doch ihre Pläne sprechen Bände. Dutzende Menschen wollten sie töten, hatten das Aushängeschild der westlichen Popkultur Taylor Swift im Visier. Nach der Verhaftung von 2 Tatverdächtigen ist es in Österreich mittlerweile zu einer weiteren Festnahme gekommen. Und zwar ein 18-jähriger irakischer Staatsbürger wurde in Wien festgenommen. Aber so ist der Stand der Ermittlungen nicht direkt mit den Anschlagsplänen in Verbindung zu bringen ist, sondern, das war der Hinweis vor wenigen Tagen, einen Treueschwur, konkret am 6. August, einen Treueschwur auf den IS abgelegt hat. Junge Menschen auf Identitätssuche, für Islamprediger wie ihn ein gefundenes Fressen. Wie die Bild aus Geheimdienstkreisen erfuhr, sollen die mutmaßlichen Terroristen teilweise von ihm radikalisiert worden sein. Der Berliner Hassprediger Abul Bara hat allein bei Instagram über 45.000 Follower. Seit Jahren schon hat ihn der Verfassungsschutz auf dem Schirm. In seinen Reden zeichnet er das Bild von einer Verschwörung der westlichen Welt gegen den Islam. Was hat der Mann eigentlich in Berlin verloren? Was hat er überhaupt in Deutschland und in Europa verloren? Warum ist er nicht längst schon da wieder in einem Land, das er uns ja predigen möchte? Das Zweite ist, natürlich kann man etwas tun. Sie sehen, dass die Sicherheitsbehörden hellwach sind, auch in diesem Falle, auch in Deutschland. Es sind in Deutschland allein in den letzten 20 Jahren 18 Terroranschläge verhindert worden, die teilweise einen sehr, sehr schrecklichen Ausgang genommen hätten. Ein Ausgang, der auch für Wien geplant war. Doch die Swifties, so viel steht fest, lassen sich von islamistischen Terrorplänen nicht bremsen. Und dazu jetzt die aktuelle Einschätzung von unserem Reporter Paul Klinzing direkt aus Wien. Eine Bande von Jugendlichen und Heranwachsenden wollen einen Anschlag bei dem Taylor Swift-Konzert verüben. Und ganz Österreich fragt sich, wie können sich so junge Menschen so schnell radikalisieren? Denn wir sprechen von Hauptverdächtigen, die 19, 17 und 15 Jahre alt sind. Und zumindest bei dem 19-Jährigen scheint man jetzt eine Spur zu haben, wie er sich radikalisiert hat. Und die Spur führt nach Deutschland, nämlich zu Bara. Bara ist ein Hassprediger, der beispielsweise in Berlin-Wedding in einer Moschee bis 2020 dort geprägt hat. Aber er wurde den deutschen Behörden dann doch sehr schnell auffällig, denn 2018 gab es in dieser Moschee auch eine Razzia, denn man hat dort Terrorfinanzierung vermutet. Bara, dieser Hassprediger, hat sich dann von Berlin verabschiedet, hat sich dann online wieder eine Community aufgebaut. Beispielsweise auf TikTok hat er über 80.000 Follower. Und die deutschen Behörden warnen jetzt, dass sich Jugendliche vor allem durch solche Videos radikalisieren. Denn dieser Bara hat angeblich auch Kontakt zum Islamismus. So viel zu dem hauptverdächtigen 19-Jährigen. Es gibt jetzt auch neue Erkenntnisse zu dem jüngsten 15-Jährigen. Der wurde ja gestern festgenommen und auch verhört. Man hatte die Vermutung, dass er sich im Internet schlau gemacht hat, wie man Bomben baut. Mittlerweile soll dieser 15-Jährige wieder aber auf dem freien Fuß sein. Also scheinbar hat er nichts damit zu tun. Aber die Ermittlungen gehen weiter, denn es gibt eine neue Festnahme. Ein 18-jähriger Iraker wurde jetzt festgenommen und er scheint zumindest davon gewusst haben, inwieweit dieser 19-jährige Hauptverdächtige hier eine Tat vollführen wollte. Und man kann, glaube ich, schon heraushören, dass diese Ermittlungen noch lange nicht vorbei sind. Und man muss noch dazu sagen, in Wien oder in Österreich herrscht immer noch die Terrorwarnstufe 4. Also man ist hier wirklich noch schockiert darüber, inwieweit sich diese Jugendliche so schnell radikalisieren konnten und wirklich zu den schlimmsten Mitteln greifen wollten.